Viertelfinaltag der Salolux Badminton Open 2020. Herzlich willkommen zu Netzroller Today. Heute am Freitag hier aus der Saarlandhalle. Es ging hoch her, es waren spannende Spiele heute. Wir haben es gerade schon gesehen, die zwei Dänen, Daniel Lundgaard und Matthias Thüry, haben sich ins Halbfinale gekämpft. Sie waren im dritten Satz schon 15:20 hinten, machen dann 7 Punkte am Stück und dementsprechend auch der Jubel. Auch ins Halbfinale wollten heute zwei deutsche Doppel, Peter Käsbauer und Jones Jansen sowie Isabel Hertrich und Linda Effler. Und wie die beiden Paarungen sich geschlagen haben, das zeigt euch mein Kollege Tom Kühner. Es war ein echtes Kampfspiel für Jones Jansen und Peter Käsbauer. Die beiden trafen im Viertelfinale auf zwei sehr junge und sehr laute Dänen. Davon ließen sich die beiden Deutschen allerdings nicht beeinflussen. Sowas lässt uns, glaube ich, kalt, also mich. Also ich glaube Jones auch, also da sind wir zu erfahren. Trotzdem rissen Söndergaard und Toff den zweiten Satz an sich. Und das, obwohl Jansen und Käsbauer den ersten Durchgang noch deutlich gewonnen hatten. Es war eher, dass wir da mit uns zu kämpfen hatten. Wir haben es dann nicht wirklich akzeptiert, dass wir eigentlich alles richtig gemacht haben und plötzlich sind dann die besser geworden und wir konnten unser Spiel nicht umstellen. Oder das Problem war eher, dass wir langsamer geworden sind, passiver geworden sind und die sind besser geworden und ja, das ist ja doppelt schlecht. Im Entscheidungssatz fand dann das beste deutsche Herrendoppel zurück zu seinem Spiel. Und wie? 21:14 hieß es am Ende. Damit stehen Jansen und Käsbauer im Halbfinale am Samstag. Dort treffen sie erneut auf zwei Dänen, nämlich Lundgaard und Thierry, die das epische Duell gegen die Schotten Dunn und Hall für sich entschieden hatten. Ziemlich ratlose Gesichter, viele Sorgenfalten und einiges zu besprechen. Linda Effler und Isabel Hertrich sind im Viertelfinale gescheitert. Gegen die jungen Däninnen Magelund und Raun haderte das beste deutsche Damendoppel mit dem eigenen Spiel. Wir hatten es selber in der Hand, aber im ersten Satz vor allem schon aus dem Angriff viel zu viel gewollt. Im zweiten Satz sind wir aus der Abwehr gar nicht mehr rausgekommen. War einfach nicht unser Tag und wir sind ziemlich enttäuscht. Am Anfang fighteten sich Effler und Hertrich richtig in die Partie und drehten im ersten Satz sogar noch einen 6-Punkte-Rückstand in eine Führung. In der Phase, wo wir aufgeholt haben, hatten die dann so ein bisschen die Scheiße am Schläger. Danach war es eigentlich komplett ausgeglichen. Am Ende sind es halt dann 1, 2 kleine Fehler, die dann den Satz entscheiden. Und davon produzierten Effler und Hertrich einfach zu viele. In erster Linie ein gebrauchter Tag. Aber die beiden hatten später am Abend noch eine zweite Chance. Im Mixed-Doppel standen sie sich am Netz allerdings gegenüber. Linda Effler mit Bjarne Geis und Isabel Hertrich mit Marc Lamsfuß. Und eine positive Seite hatte das. Ja, immerhin wird einer von uns gewinnen, von daher ist das schon mal eine gute Sache. Und dieses Mix ging eben vor wenigen Minuten erst zu Ende und jetzt habe ich hier die beiden glücklichen Sieger im Studio. Hi Marc, hi Isabel, schön, dass ihr Zeit habt für uns. Servus. Marc, wir mussten gerade noch ein bisschen auf dich warten. Isabel stand hier noch ein bisschen rum, weil du noch beim Physio warst. Erstmal die Frage vorab, ist alles okay oder müssen wir uns Sorgen machen? Es ist alles super, die Wehwehchen wie immer, also ein bisschen Knochenhaut, leichte Entzündung, aber das beeinträchtigt mich nicht im Spiel. Also alles fit für morgen. Alles super, ja. Sehr gut. Zum Spiel heute, ihr habt gegen eure Trainingspartner gespielt, ihr kennt euch alle sehr gut. Ihr habt euch auch in beiden Sätzen früh abgesetzt. Wie war es für euch heute auf dem Feld? Ja, ist immer natürlich irgendwie ein bisschen komisch, weil die kennen uns, wir kennen die. Also es ist manchmal so ein bisschen angespannt, aber wir haben es heute eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Sind auch immer ruhig geblieben, auch wenn irgendwie dann ja doch mal auch kürzere Beiwechsel dabei sind. Ich denke, wir waren in der Aufschlagphase gut, hatten dann die Geduld, wie gesagt, und das, denke ich, war der Schlüssel, ja.
Jetzt steht ihr auf jeden Fall verdient im Halbfinale. Ihr habt hier bisher alle ganz gut aus dem Weg geräumt. Ihr seid auf 3 gesetzt, aber ich denke mal, spätestens seit eurem Sieg jetzt in Dänemark habt ihr auf jeden Fall so ein bisschen den Ruf der Favoriten jetzt weg. Wie geht ihr damit um? Ist das eine andere Situation oder ist das kein Problem für euch? Ja, durchaus eine andere Situation. War nicht zu erwarten, Dänemark der Sieg, aber ein bisschen überraschend kam es schon. Haben ein paar ganz gute Paare geschlagen. Wir wussten, wir können das schaffen, aber ja, war überraschend und jetzt diese Woche ist schon eine andere Aufgabe. Jetzt geht man doch als Favorit daran, aber bislang haben wir es sehr gut gemeistert und sehr zuversichtlich, die nächsten Runden auch so zu meistern. Nehmen uns noch mal ganz kurz mit rein in das Finale in Dänemark. Ich hab's gesehen am Stream. Dann diese letzte Challenge da. Wusstet ihr da schon, dass euer Punkt ist, neuer Sieg ist? Oder was geht einem da durch den Kopf? Ich sag mal, ich wusste es, also ich habe es gedacht, aber in dem Moment ist man sich halt natürlich irgendwie auch gar nicht sicher und muss ja auch erstmal klar bleiben, dass wenn er halt irgendwie doch aus ist und es weitergeht, dass man sich noch nicht als Sieger gefühlt hat, sondern dann muss man halt, wenn es blöd läuft, nochmal ein paar Rallyes spielen. Deswegen wollte ich mich auch nicht zu früh freuen, aber ich habe zu Marc gesagt, er hat die Linie gekratzt. Ja, sehr gut. Ihr seid ja hier bisher auch schon ganz gut durchmarschiert, nach der längeren Corona-Pause, die wir jetzt eigentlich hatten. Keine Ahnung, wie viele Spiele ihr jetzt bisher am Stück ungeschlagen seid, auf jeden Fall schon ein paar, wenn man es so zählen will über die Turniere. Warum seid ihr jetzt aktuell so geil drauf? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, wir haben die Zeit sehr, sehr gut genutzt, hatten auch einen super Background, konnten wir früh in die Halle rein. DBV hat da auch sehr gute Arbeit geleistet. Vielleicht haben wir auch einen kleinen Vorsprung da, 1-2 Monate mehr Training, aber sonst, wir haben unseren Ding gearbeitet, haben weiter auch in der Corona-Zeit an Fitness weitergearbeitet und ich glaube, wir haben unser Spiel verbessert. Müssen wir schauen, diese Woche werden wir es genauso weitermachen, aber ja, vielleicht auch die kleine Pause, dass wir jetzt mal 7 Monate nicht nur unterwegs waren und jetzt mal voll mit der vollen Energie in ein Turnier rein starten, das hat schon gut getan. Ja, man sieht es auf jeden Fall auf dem Feld, dass euch das ganz gut getan hat oder dass ihr zumindest gerade gut damit umgeht. Morgen geht es jetzt dann gegen die Franzosen im Halbfinale. Was habt ihr euch da vorgenommen oder was erwartet ihr von dem Spiel? Ja, tatsächlich haben wir gegen die noch nie gespielt, also zumindest nicht in der Kombination. Einzeln? Ich weiß gar nicht. Also so. Ich glaube vielleicht einmal. So gab es das Spiel, glaube ich, noch nicht. Von daher, ja, werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch Videoanalyse machen, was uns dann da irgendwie auch erwartet quasi. Wir werden uns genauso vorbereiten wie auf die bisherigen Runden oder wie auf jedes Spiel auch. Und ja, werden dann morgen mit einem guten Matchplan und ja, dem gewissen Biss dann da reingehen. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und hoffen dann, dass wir euch auch am Sonntag noch hier in der Saarlandhalle sehen können. Und wir machen jetzt noch weiter mit einem anderen Beitrag. Bell, du kennst ihn schon. Doppeldate. Du warst gestern schon dabei und wir sind gespannt, wen sich Lisa heute geschnappt hat. Viel Spaß. Heute bin ich wieder auf den Saarlor Lux Open unterwegs und da habe ich mir für mein Doppeldate 2 junge Männer aus den Niederlanden geschnappt und da mal nachgeforscht, wie die eigentlich so neben dem Feld harmonieren. Which one of you is more often at the physiotherapist? Easy one. Yeah, because very lot of pains and something like injuries. Lots of injuries. Lots of injuries. Not that bad, but and I'm the older guy. Yeah. I'm doing something wrong. Yeah. Who is cheering louder on the court? For sure. For sure. He doesn't shout, so that's easy. Who smashes harder? I'll give that to me. Which one of you is the bigger motivator on the court? Tough Okay. one. Both. Be kind to each other. Oh, Both. Okay. That's a nice answer. That's a nice answer. Politically correct answer. Yeah. And which one of you is the more aggressive player? Yeah, that's me. Who has the more beautiful technique? I give that to me. Fuck you. Who stays longer for breakfast in the morning? That's him. Yeah. Yes. And who of you needs more time in the bathroom? That's me. He doesn't use it, so. Who of you is more often with his mobile phone? Yeah, me. 100%. Which one of you two is the room DJ?
Both. Yeah, both. Actually. Both. Yeah. We switch. Yeah. Mostly, I think hip hop, American hip hop, but Could also be different. Dutch. Old music, Yeah. Dutch music. A very wide range of Yeah. taste we have. Who of you stays up longer in the evening? I think it's me mostly. Yeah, mostly. Because I'm on my phone long. I sleep when he's awake, and I wake up when he's awake. So Yeah. Whose racket strings break more often? I think it's him. But I His think strings there's. break more often than me. We don't break. No, We racket. don't break a lot actually. No. We are not that. We hit it in the sweet spot just a lot of times. At least we try. Thank you, boys. Ja, da haben sie sich souverän geschlagen, Ruben Jille und Thies van der Leck im Doppeldate mit Lisa. Und auch danach lief es bei den beiden Niederländern grandios. Einzug ins Halbfinale klargemacht und morgen werden wir sie wiedersehen. Ja, auch Yvonne Lee und Max Weiskirchen wollen ins Halbfinale einziehen und sie haben bisher beide ein super Turnier gespielt hier in Saarbrücken. Heute hatten sie aber schwere Aufgaben im Viertelfinale. Mein Kollege Tim Wenger war dabei und zeigt euch, wie es gelaufen ist. Die beiden deutschen Einzelhoffnungen fürs Halbfinalticket spielen sich gemeinsam warm. Max Weiskirchen muss ran gegen Thomas Junior Popov, den Franzosen. Weiskirchen hat den ersten Aufschlag. Der Deutsche beginnt stark, jedoch macht auch der Franzose von Anfang an Druck und dem Deutschen so schwer zu schaffen. Das erste Smash-Duell kann Weiskirchen aber für sich entscheiden. In Durchgang 2 liegt der Deutsche schnell zurück und beschließt deshalb, Kräfte zu sparen. Noch einmal schauen, dass auch alles sitzt, denn in Satz 3 muss Weiskirchen von Anfang an Vollgas geben. Das gelingt ihm zunächst gut, die Cross-Smash seines Gegners hat er im Griff und er dominiert das netzferne Spiel. In der Unterbrechung rät ihm sein Trainer jedoch, sich aufs Spiel am Netz zu konzentrieren, ein falscher Rat, wie sich herausstellen soll. Am Schluss wollte ich nochmal die Taktik ein bisschen ändern, was dann in die Hose ging, wo ich dann leichte Fehler gemacht habe, 2 Stück. Ein Fehler wie dieser hier, der den Franzosen zum Sieg bringt. Und er hat es dann auch gut gemacht, er hat wenig Fehler gemacht, aggressiv gespielt und Yvonne Lee hat im Gegensatz dazu den Einzug ins Halbfinale geschafft. Im Duell mit der Spanierin Beatriz Corrales hat Lee am Anfang noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie hat Rückenwind und die Bälle fliegen ihr zu weit. Sobald das aber einkalkuliert ist, tritt Lee aggressiver auf. Ab der zweiten Hälfte habe ich besser gespielt und dann im zweiten Satz war es ein richtig schlechter Start, weil man gewohnt war, dass man halt ein bisschen Tempo rausnimmt, weil man Rückenwind hatte, aber da hattest du auf einmal Gegenwind und dann ging es halt gar nicht. Dann war ich halt echt viel zu kurz, viel zu passiv, habe eigentlich nur die Bälle aufgesammelt und rübergegeben. Weil sie es auch hier schafft, sich umzustellen und die Gegnerin die gleichen Fehler macht, kommt am Ende Lee weiter. Nun darf sie morgen im Halbfinale gegen die Dänin Line Kjærsfeld aufschlagen, mit der die Deutsche noch eine Rechnung offen hat. Wie gesagt, noch nie gegen sie gewonnen gehabt, aber morgen ist ein neues Spiel und wenn es heute ein bisschen schlechter war, ist morgen vielleicht ein bisschen besser wieder. Wir drücken Yvonne Lee die Daumen, dass die Revanche morgen klappt und dass sie ihre tolle Siegesserie hier in der Saarlandhalle fortsetzen kann. Für Max Weiskirchen war leider Schluss, aber ich denke, wir können trotzdem zu einem grandiosen Turnier gratulieren und hoffen, dass er nächstes Jahr wieder mit am Start ist. Das waren die Viertelfinals heute aus der Saarlandhalle. Morgen geht es weiter mit dem Halbfinale und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Zum Abschluss zeigen wir euch noch ein neues Format von meinen Kolleginnen Lisa Schneider und Jill-Heinz Schwitzgebel. Viel Spaß mit Off-Court und bis morgen. The Commonwealth Games semi-final in Glasgow in my hometown. As many of my friends and family watching as possible. I won the first set easy and I was down 19-11 in the second set. I just won 10 straight points from 11 to 21 and guaranteed my first Commonwealth medal. So that was pretty special in my home city. So yeah, it sticks in the memory. Against Lee Chongwei when I won at the World Championship. And because the atmosphere was so special that time, a lot of Asian people there supporting Lee Chongwei and a lot of Europeans supporting me. So it was really like a fight between two continents. Meine erste deutsche Meisterschaft U15, als ich 12 Jahre alt war und da einfach mal so mitgespielt habe bei den Älteren und dann gewonnen habe. In the Netherlands, soccer is really popular, so I was hoping that I'm a really good soccer player actually. Tennisspielerin. Ich musste mich damals entscheiden zwischen Badminton und Tennis
Und habe dann gesagt, ja, mein Papa spielt Badminton, meine Mama spielt Badminton, mein Bruder spielt Badminton. Ich spiele auch Badminton. I think I would have been a tennis player or a judo fighter, something with sports anyway. I think I would be a football player. I really miss football, actually. I like being part of a team. Everyone thinks I'm such like a singles player and I like being alone on the court, but I actually really love being part of a team. I think I would just run around the court and I just see it's just emotions. My reaction always to a good win is to get rid of my racket. The first thing is just throw that away. Don't need that anymore. Wenn ich unerwartet gewinne, dann ist es einfach nur ein Zusammenbrechen der Emotionen. A bit like what's happening. You know, I won and I was like, okay, I did it again.